Was für ein Intro, ey. Das brauche ich als Wecker. Siehst du dich als Leader? Ich sehe mich als absoluter Leader. Ja, was macht denn ein Leader aus? Du hast sicher 500, 600 Bücher gelesen. Ja, ich bin gerne der Bucherer. Ah, wenn man sieht, das ist eine geile Idee. Dann hast du den Switch gemerkt, wo du hast gesagt, ich kann von dem, was ich mache, selbstständig leben. Das Leben in der Schweiz ist viel zu teuer, um halt einfach mal einen Cut zu machen. Weißt? Für mich ist wie klar, ich wollte mein Geld mit meinem Namen verdienen. Ich bin jetzt auch Vater und ich wollte mich halt einfach mehr zurückziehen. So ein Restaurant nimmt sehr viel Zeit, auch Energie. Am Schluss willst du einfach zufrieden sein, im Moment leben. Was man auch nicht vergessen ist, ich glaube, man wird erfolgreich durch seine Fehler. Für mich seit langem wieder lebendig. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zu einer neuen Folge vom Jared Pod. Ich bin mega gehypt. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut auf die Folge heute. Und zwar haben wir, der Brüder und ich, eine Vision gehabt, mit unserem Podcast die Besten von den Besten zu interviewen und von ihnen können lernen und das Wissen euch weiter können geben. Und heute haben wir eine Persönlichkeit da, die der Beste ist in dem, was er macht. Er ist der grösste Influencer der Schweiz. Er hat eine der einflussreichsten Stimmen in der ganzen Schweiz. Er ist ein Unternehmer, er ist ein Macher, er ist ein Comedian, er ist auch ein Gesellschaftskritiker. Er hat dich und mich schon zum Lachen gebracht. Schon mehrmals, glaubt mir. Ihr wisst, wer es ist. Aber nichtsdestotrotz wird er bald Familienvater und er ist auch nur ein Mensch, wie du und ich. Und heute wollen wir diesen Menschen näher kennenlernen. Heisset herzlich willkommen mit mir, der Zeki Bulgurcu. Danke vielmals. Was für ein Intro, ey. Das brauche ich als Wecker. Ich wollte anfangen, bevor wir so deep diven, mit deinem Nachnamen. Ich war gestern beim Coiffeur und mein Coiffeur ist auch von der Türkei und er hat mir gesagt, ich habe ihm gesagt, dass du heute da bist und er hat mir dann, habe ich ihn gefragt, was bedeutet dein Nachname? Kannst du uns bitte mal sagen, was dein Nachname bedeutet? Hey, mein Nachname bedeutet eigentlich 1:1 übersetzt Reismacher. Genau. Reismacher oder eigentlich Bulgur ist ja, wenn man noch genauer geht, ist Couscous. Und mein Großvater hat das immer geliebt, ist dann immer nachgegangen und alle Nachbarn haben immer gesagt, hey Bulgurcu, der Bulgurmacher ist wieder da, weißt du. Und dann hat er das halt als Nachname angenommen. Ich glaube, für ihn war es auch ein bisschen aus Jux gewesen. Du merkst, man hat ein bisschen Humor im Blut. Und ja, so hat sich das... Spannend, weil ich bin kein Comedian, aber ich habe es versucht, ich mal versuchen, weil Bulgur ist ja eben Getreide, oder? Genau. Und Tschur ist Macher. Das heisst, jetzt würde ich aber sagen, oder Händler, oder? Kann man auch sagen. Ja, Bulgur ist einfach alles eben machen. Alles machen, halt handeln. mit. Jetzt, du bist aber nicht mehr ein Getreidehändler, sondern ein Sucuk-Händler. Wie sich Sucukcu heißen. Genau. Sehr gut. Ist der gut, ist der gut? Das ist gut, ja. Ja. Oder Dönerci. Dönerci, genau, Kebabs, mit ja. den Kebabs, ja. Ja, genau. Nein, super. Steigen wir mal ein bei deinen Zeiten. Du hast beim FC Basel gespielt, bei den Junioren. Viele wissen das nicht. Wie bist du so als Fußballspieler? Hey, ich bin im Fall, das behauptet glaube ich jeder von sich, ich bin eigentlich mega gut gewesen. Aber ich habe einfach nicht so lange gespielt bei ihnen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, bei 13 oder 14. Und es ist vielleicht ein Jahr bin ich dort gewesen. Und nachher sind wir dann auch gezügelt. Und nachher hat es so den Cut gegeben, genau. Und nachher habe ich bei FC Ettingen gespielt, recht lang. Auch nicht Ich glaube, schlecht. Basel-Land. Ich weiß nicht, wie sie heute unterwegs sind, ob es sie überhaupt noch gibt. Aber ja. Kannst du immer noch gut Fußball spielen? Also ich habe von mir behauptet, ich kann gut Fußball spielen. Es ist nur die Kondition, die ein bisschen abgenommen hat. Du weißt ja, mit dem Alter Ich nimmt verstehe das ab. Ich bin leidenschaftlicher Fußballspieler gewesen. Aber ironischerweise schaue ich keinen Fußball mehr. Außer wenn EM oder WM ist. Fair. Dann Für genau. wer stimmst du denn? Die Schweiz? Oder? Schweiz oder Türkei, je nachdem, wer spielt. Okay. Ja, ich habe das Gleiche. In Spanien habe ich gut Fußball gespielt, aber irgendwann ist halt so, weißt, Party, ein bisschen, irgendwie kommen halt so die Sachen. Amix bereue ich es im Fall so, hey, es wäre schon cool, Fußballer werden. Oder einfach ein Hobby verfolgen. Genau. Aber wieso ich das angesprochen habe, ist, weil am Schluss vom Podcast kommen wir nochmal zum Fußballthema zurück. Und damit die Zuschauer auch da bleiben, damit sie wissen, es erwartet noch etwas Spannendes vielleicht am Schluss vom Pod. Deine Karriere, Zeki, du hast angefangen im Detailhandel, es hat dir nie gefallen, du hast schon gedacht, ey, was ist denn, eben, Scheiß. Du bist dann zur 3 Plus gegangen, oder? Wie war denn die Zeit gewesen, damals, wo du bei der 3 Plus warst und so den ersten Social Media Kontakt gehabt hast, professionell?
Also man muss das ein bisschen chronologisch betrachten. Ich habe ich habe im Coop geschafft. Ja. Nachher habe ich gekündigt, dann bin ich ein Jahr lang arbeitslos gewesen. Aber ich bin nicht wirklich arbeitslos gewesen, sondern ich habe in diesem Jahr einfach meinen Output erhöht. Bin bei meinen Eltern im Dachboden. So ganz klassisch, so im Kinderzimmer. So wie wir da. Ja, genau, so mit dem Laptop einfach ganze Zeit Content gemacht. Und nachher habe ich ein Praktikum gesucht. Bin dann zu LikeMac gekommen. LikeMac gibt es heute nicht mehr. Das war auch so eine Social-Media-Agentur gewesen. Und nachher ist dann 3 Plus auf mich aufmerksam geworden, weil ich habe natürlich in dieser Zeit, bin ich auch immer grösser geworden. Dann haben sie mich verpflichtet für 2-3 Jahre und dort bin ich dann halt wirklich so professionell in Berührung gekommen. Und das war auch für mich sehr spannend gewesen. Ich bin dort mit verschiedenen Formaten in Berührung gekommen, eben mit Bachelorette, Adieu Heimat, Bauerledi gesucht und wie alle ihre Höhlen der Löwen heutzutage. Nein, dort ist es noch nicht gewesen, aber Voice of Switzerland ist noch gewesen. Genau, habe ich sehr viele Persönlichkeiten dürfen kennenlernen, unter anderem den Sepp oder der Remo Vorer. Genau, habe dort auch ein bisschen mein Netzwerk können aufbauen und auch mein Know-how können aufbauen mit Tools, Adobe und all dem. Genau, nachher in dieser Zeit habe ich mich dann parallel auch selbstständig gemacht. Sekisworld ist dann natürlich auch schon vorher entstanden. Swissmim TV, alle die Kanäle, die ich heute auch noch betreue, Facebook, Insta und genau, das ist so. Spannend. Short so ganz alles zusammen. komprimiert. Genau. Ich habe das eben gesagt, weil ich habe den Vinesh, mein Bruder, der behind the cams ist, er schafft jetzt genau auch im Social Media bei den 3 Plus schon seit 5 Jahren. So geil. Und darum ist unser Podcast vielleicht erfolgreich, weil er macht all die Snippets hinten dran. Aber Vinesh, du bist in grosse Fußstapfen reingetreten. Also ich erwarte auch mal grössten Influencer da. Ja, hoffentlich auch. Ja, aber ich glaube auch, gell, das Netzwerk, das man dort macht, die Zeit, wo man einfach das lernen kann und von anderen lernen, ist Gold wert. Ich glaube, man unterschätzt das so, wenn man jung ist und irgendwo schafft. Definitiv, ja. Wie war es dann für dich gewesen? Wann hast du den Switch gemerkt, wo du hast gesagt, ich kann von dem, was ich mache, selbstständig leben? Hey, was man da nicht vergessen ist, Influencer etc. Das hat es vorher gar nicht gegeben. Das ist erst ab 2016. 2017 ist das aufgekommen und die ersten Agenturen haben wirklich angefangen, aggressiv, oder? Die Influencer für sich zu gewinnen und Aufträge für sich zu gewinnen, oder? Und ich habe in dieser Zeit halt auch recht viel Werbung gemacht für sehr viele Brands. Und ich habe halt auch parallel mit 3 Plus sehr viel Geld verdient, wenn ich ihre Content Pieces auf meinem Kanal platziert habe. Das heißt, ich habe wie einen Lohn gehabt, plus eine Vergütung bei 3 Plus, plus halt noch das ganze Influencer, Agenturen, Brands, Werbung etc. Und mit all dem zusammen habe ich dann irgendwie auch angefangen Geld sparen etc. Und nachher habe ich mich halt irgendwann selbstständig gemacht. Ja. Weil für mich ist auch irgendwann, was man auch nicht vergessen, auf der kreativen Ebene bei 3 Plus ist man halt irgendwann zu viel geworden. Es hat sich immer wiederholt. Was ist denn wie zu viel? Hey, immer wieder, ich habe ja mir so Content machen vor und hinter der Kamera für Bachelor, Bachelorette und all das. Und das ist jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht bashen oder so, aber ich habe mich dann irgendwann limitiert gefühlt und ich habe wie ausbrechen aus dem, so wie ich Kobo ausgebrochen wurde. Ich habe meine Freiheit haben mit meinem kreativen Aspekt. Und so ist dann der Switch. Nichtsdestotrotz, ich bin mega dankbar für 3 Plus und für all die Leute. Also es ist wirklich das beste Team ever für mich, das ich je irgendwo geschafft habe. Könntest du dir dann vorstellen, wieder in der Zukunft etwas zusammen machen mit ihnen? Gut, 3 Plus gibt es auch nicht mehr. CA Media. Ich bin immer offen. Es kommt halt immer aufs Gefäß drauf an, was es ist, was die Idee ist. Wer sind die Leute dahinter? Genau. Etwas nämlich wundert, die Leute, die du dort kennengelernt hast, sagen wir mal dein Chef oder die anderen Leute, die mit dir zu tun haben im Team, wenn sie dich jetzt sehen, hast du noch Kontakt mit ihnen? Wie sehen sie die Entwicklung? Tatsächlich habe ich den Dominik Kaiser, der ehemalige Chef, ich habe ihn gerade vor einem Monat getroffen, auch für eine Idee etc., Austausch. Auch mit der Christina Noel, Stellvertreterin, habe ich auch vor ein paar Monaten gerade einen Austausch gehabt. Jetzt haben wir geschafft an etwas. Also du siehst, ich pflege meine Kontakte mega. Ich schätze meine Kontakte, ich respektiere sie, weil ich sehe einmal mehr, was es heisst, so etwas aufzubauen, was es braucht. Und genau, und ich glaube, sie sind auch stolz auf mich. Ja. Aber genauso bin ich auch stolz auf sie, was sie daraus gemacht haben. Und natürlich auch zu sehen, für wie viel sie das verkauft haben. Das ist halt schon, ich glaube, so in der Mediengeschichte von der Schweiz hat es das, glaube ich, noch nie gegeben. Ja, so und darum auch Hut ab an Dominik Kaiser. Wow, also ihr seid so wirklich ein Team gewesen. Wir sind nicht nur ein Team gewesen, wir sind eine Family gewesen. Christian hat immer gesagt, wir sind ein Piratenschiff. Und einfach so gegen alle Normen und so, weißt du, was so halt in den Medien
gibt. Also weißt, alle Medien sind so mega so corporate und wir müssen uns an das halten, das sind unsere Guides. Und die haben halt auf alles geschissen. Die haben halt einfach gemacht Rock'n'Roll und es ist immer erfolgreich gewesen. Würdest du sagen, dass die Mentalität dich geprägt hat, um dann auch das zu machen bei dir selbstständig? Was heisst prägt? Ich hatte das schon immer intus gehabt. Ich habe es einfach gefühlt. Genau. So einfach gegen den Vielleicht- Strom schwimmen, oder was ist das? Ja, ich denke, man muss einfach gegen den Strom schwimmen, unabhängig von, ob jetzt von der E+ etc. Man muss irgendwo anecken, man muss irgendwo vielleicht auch mal dezent provozieren, seine Stimme erheben, sich selber treu bleiben, statt halt einfach mal mit der Masse zu gehen. Genau. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und guter Punkt, vor allem hier in der Schweiz, oder, wo wir immer so das Schema und vom Muster leben. Die Junge, ey, machen eure Lehre und dann arbeiten ihr dort, 9-to-5-Job, machen keine Fehler, step nicht out, aber eben, eigentlich musst du genau das Gegenteil machen, oder? Ja. Du musst dich wagen. Also es ist schon, das andere hat auch seine Daseinsberechtigung, ist auch legitim, mach deine Lehre und so. Ich sage nie, mach nicht deine Lehre, sondern wenn du einen Traum hast oder du hast eine Leidenschaft, dann und du willst auch etwas daraus machen, so, weil es könnte ja auch explodieren irgendwann, dann bleib dem treu und gang dem nach und schaff für das. Also nimm dir Zeit für das parallel. Also ich habe auch eine Lehre gemacht, ich habe auch mit Diplom im Detailhandel, aber ich habe gleich parallel halt an Social Media geschafft. Ja. Genau. Ja, das sage ich auch den meisten Jungen, dass sie das so machen. Ich mache das selber auch so. Also ja. Sorry, ich unterbreche Nein, dich. alles gut. Ich denke so, die Schweiz ist viel zu teuer, weißt Wie du? meinst In du? der Schweiz, das Leben in der Schweiz ist viel zu teuer, um halt einfach mal einen Cut zu machen, weißt du? Es braucht schon auch Mut, Risiko, es braucht auch irgendwo, keine Ahnung, eine gewisse, wie sagt man das, etwas, was dich halt abfedert, Ja. weißt du? Dass du halt gleich deinen Job hast, aber parallel dich könntest vielleicht noch selbstständig machen. Glaubst du, es hat zu tun mit, dass es uns hier in der Schweiz zu bequem geht? Also, dass wir nicht so wieder Drang haben, um etwas müssen können reissen, weil es Das einfach ist eine zu gute bequem Frage. ist. Das ist gut. Was denkst du? Also ich denke zum Beispiel jetzt jemand, der einen guten Job hat, bei der Bank schafft, er verdient seine 100'000 oder im Jahr, dann ist es so, den Switch machen ins Unternehmertum, selbstständig werden, es sind zu viele Stunden, es sind jahrelang vielleicht nicht verdienen, alle sind gegen dich und dann sagst du, ja Bro, wieso sollte ich Das ist so. das opfern, das was ich da habe, meinen guten Das Job. ist so. Ja. Ich finde auch, nicht alle sind gemacht für das. Es gibt wie Menschen, die sind auch zufrieden mit dem, was sie haben und dass sie halt einfach angestellt sind, was auch völlig legitim ist. Aber es gibt auch genauso Menschen, die halt aus dem ausbrechen und sich eher als Leader sehen und nicht als Angestellte. Ja. Siehst du dich, ist ein mega guter Übergang, Bro, siehst du dich als Leader? Ich sehe mich als absoluter Leader. Ja. Genau. Was macht denn ein Leader aus? Boah, ein Leader, ich weiß es nicht. Das ist immer so die Frage, was macht ein Leader aus? Ein Leader muss einfach gut können führen. Genau, muss ja auf Augenhöhe sein mit seinen Angestellten. Ja, ich könnte jetzt... Ja, es sind mehrere Es Sachen. sind mehrere Faktoren, genau, aber so, genau, und unabhängig ist, aber vor allem auf Augenhöhe ist mit seinen Angestellten. Ja, das stimmt. Ja, du hast ja auch selber Angestellte, machst ja nicht alles allein. Jetzt, du hast letztes Jahr ein Restaurant eröffnet, mega erfolgreich, bei der Zekis World eben in Oerlikon, ein Dönerladen. Wie bist du dann dort auf so die Idee gekommen, das zu machen? Mit wem hast du noch Partners dazu? Genau. Hey, also mein Traum ist eigentlich ursprünglich türkisches Restaurant, weißt? Und das ist halt für mich immer noch geil. Ich wollte wirklich so zentral ein türkisches Restaurant haben, wo man halt einfach wirklich alle türkischen Gerichte kann essen, kann genießen und auch ein Erlebnis ist, weißt? Manto, Börek, Sarma und alles das. Geil. Und nebst dem ist halt wie noch ein bisschen aufgekommen, weil ich esse mega gerne Döner. Und ich bin nie wirklich so immer zufrieden gewesen, halt mit dem, was es halt gibt. Wir haben gute Döner in der Schweiz, auch so unabhängig von Sexualität. Aber so noch ein bisschen mehr als das. Weißt du, für mich so Sujuk-Spieß. Ja. Wieso macht niemand Sujuk-Spieß? Hat's So, nicht, weißt, das stimmt. so eigene Soße. Wer macht die Soße? Weißt du, ich weiß halt, woher das kommt. So, wenn du jetzt so irgendwo in einen Mehmets Kebabladen gehst, irgendwelche Soße aus der Dose, ich weiß nicht, es ist so für mich wie vorbei. Ja. Weißt du, und jetzt ist halt wie eine neue Zeit. Und ja, ich wollte halt dort ansetzen.
Ich muss sagen, ich war mit dem Janik. Mhm. By the way, Shoutout to him. Er hat auch eine Introduction gemacht. Mhm. Er hat gesagt, Navin, machen wir einen Ausflug. Hure geiler Tag gewesen. Er sagt mir so, Navin, machen wir einen Ausflug. Und ich so, okay, ist gut. Bringt er mich irgendwo auf Oerlikon? Ich habe keine Ahnung, yeah. Bringt er mich in deinen Laden? Ich so, damn. Er so, schau, jetzt kannst du mal schauen. Er kommt ja auf deinen Podcast, jetzt kannst du mal sein Essen essen. Und was ich so cool gefunden habe, ist der Aromat-Kasten. Das ist so eine begrenzte Aktion. Ja, hey, die Ideen, die du hast, also du bist ja, bei dir laufen ja Ideen nonstop. Ja, und jetzt kannst du sie im Restaurant umwandeln, überall. Aber jetzt noch zum Rest, zum da bleiben. Du eröffnest jetzt bei der Langstrasse, also beim Limmatplatz, ein zweites Rest. Wann ist denn die Eröffnung? Die ist Mitte April, haben wir geplant. Wir haben es eigentlich im März, aber wir haben noch ein paar Ideen gehabt, noch ein paar Ergänzungen und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns die Zeit. Qualität setzt sich halt immer durch und dann haben wir also mal 2 Wochen Zeit genommen. Genau. Ja, Qualität ist auch ein richtig wichtiges Wort in deinem Wortschatz. Das habe ich oft gehört bei dir, auch in deinem Buch. Wir haben noch, eben Basel, eröffnest auch bald das Restaurant. Ist das in der Altstadt in Basel dann? Genau, Steiner Vorstadt. Ja. Also Bar 4. Genau, dort wo die ganzen Bars sind. Weißt du, bist du mal in Basel? Ja, genau, so die ganze, genau. Okay. Also der Kinostrasse hat man noch gesagt. Wir sind dort noch ein bisschen dran an den Bewilligungen, typisch Schweiz. Wir werden dort ein paar grüne Lichter holen und dann kommt das gut. Aber wir haben unterschrieben, mit Kugelschreiber. Nein, mit Kugelschreiber. nicht mit Bleistift, genau. Und das kommt jetzt. Ja, auch das Jahr. Und mit wem machst du das? Also hast du Partner noch? Genau, ich habe einen Partner, aber die würde gerne im Hintergrund bleiben. Ja. Genau, aber ich habe dort mehrere Geschäftspartner, mit denen ich das mache. Ah, cool. Und du bist so vorne dran als Bild. Genau. Bist auch in den Restis, bei den Kunden. Genau. Auch mein Name, genau, mit den Gästen und Vordergrund, Marketing. Ja. Genau, alles meine Handschrift. Es ist mega, mega schön, dass du das wagst und machst und erfolgreich machst. Ich habe ja die Hotelfachschule gemacht und das Erste, was sie uns gesagt haben in der Hotelfachschule ist, wenn du ein Resti aufmachst, ist dein Umsatzfranken bei minus 5%. Also verdienst du wirklich kein Geld. Ja. Und ich habe selber auch investiert in Spanien in ein Restaurant, Beach Bar, mega cool, mit einem Kollegen vor 3 Jahren. Ist pleite gegangen. Leider, ja. Und in der Schweiz etwas machen. Was machst du in der Schweiz? Jetzt bin ich so der fragt. Fair. Danke für die Frage. Ich habe, also in der Schweiz haben wir ja das Hotel in Lugano, Hotel San Carlo. Okay. Und vom Familienvater, vom Dad ist es ein Familienhotel. Aber ich habe auch 3 Cafés eröffnet hier in der Schweiz. 2, eins in Oerlikon, eins in Altstädten mit dem Kaisin zusammen. Okay. Kaisin sind die Pokeballs machen. Okay. Ja, aber... Bist du zufrieden? Nein, eben nicht. Auch bankrott gegangen. Nein, ja. Kaffees sind bankrott gegangen. Aber weißt du, wieso? Es war gerade Corona-Time. Und alle Leute, wir haben eben gedacht, all die Banker und all die Leute kommen in die Büros wieder und gehen Kaffee nehmen. Natürlich. Aber natürlich, sie sind nicht heimgekommen, sie sind immer noch die Heime geblieben, oder? Ja. Dann bist du so, ich habe mich 10-mal verbrannt in der Gastro. Aber ist es nicht so, dass man sich gegen Corona, also dass man dort auch eine Versicherung hat, Pandemie-Versicherung irgendwie? Genau, Härtefallgelder. Härtefallgelder. Das ist auch nicht so ein mega Ding, aber so. Im Hotel habe ich das bekommen. Im Hotel habe ich vor einem Jahr 3 Monate Umsatzmiete bekommen. Also Umsatz. Aber in den Cafés, weil es ein neues Business war, neue GmbH aufgemacht, haben sie gesagt, nein Jungs. Wie lange muss sie offen gewesen sein? Ich glaube 3 Jahre hat es auf sein. Also das ist ja crazy. Und wir haben 3 Mitarbeiterinnen gehabt, 3 Mietinnen. Ja, das sind auch viel Hops gegangen, glaube ich. Mega viel Hops im Fall, wirklich. Ich kenne auch viel. Schade. Und dort wird halt der Stärkere, der gut wirtschaftet, wird halt noch stärker, oder? Ja, das ist Unternehmertum, eben up and down, du weißt. Das ist das. Aber willst du wieder mal etwas aufmachen, so einen Kaffee, oder? Nein, im Moment nicht. Im Moment bin ich zufrieden mit dem Pod. Aber jetzt kommt ja wieder so das Matcha-Zeug, ist mega am Aufkommen. In Amerika habe ich so ein paar Konzepte gesehen, die mega... Ich habe einen guten Kontakt. Meine Kolleginnen, die kenne ich schon 10 Jahre, die sind auch da im Podcast als 3. Folge. Sie sind Matcha and Friends. Okay. Sie sind jetzt gerade in Coop und Migros reingekommen. Okay. Also machen wirklich cool die Büttelis und verkaufen das. Wie heisst die Marke? Matcha and Friends. Ah, okay, so heisst die Marke, die Firma. Okay. Also wenn du mal etwas zu tun haben willst oder wissen willst, für Döner und Matcha. Nein, also weißt du, auch so ein paar Anfragen etc. in Richtung Matcha. Ja, das können sicher alle zu dir. Ich habe so viele Anfragen. Ich lerne viel mehr ab, als ich annehme. Ich habe gehört, weißt, desto grösser du wirst, desto besser du wirst, egal im Unternehmertum oder im Leben, sagst du immer mehr ab, weil du kannst einfach nicht mit der Anfrage. Wie gehst du mit dem um? Bist du jetzt per Default einfach Nein am sagen? So, nein. Es ist schwierig. Weißt, ich will da irgendwo dahinter stehen, aber irgendwo willst du halt auch Geld verdienen, oder? Aber
für mich ist wie klar, ich will mein Geld mit meinem Namen verdienen, mit meinen eigenen Sachen verdienen. Und möglichst wenig auch von Sponsoren abhängig sein. Möglichst eher eigene Projekte oder das Leben rufen. Das ist so für mich mehr. Also jetzt richtig gut mehr das für mich persönlich. So ins Personal Brand aufbauen. Genau. Du hast ja früher hast ja Swiss Meme gehabt, bist hinter den Camps gewesen, nicht im Vordergrund. Und jetzt, also seit das Zeitchen hast du dann da gewechselt und man merkt, das ist wirklich so der way to go. Zum Beispiel Mr. Beast in Amerika macht genau das Gleiche, oder? Und das läuft brutal. Sonst bist du halt einfach abhängig, weißt? Das stimmt. Das ist, aber ist es nicht auch too much dann so, weißt du, ist nicht... ich kann gut delegieren, weißt du. Ich sehe mich mehr als ein Medienhaus. Okay. Weißt du, was ich meine? Ich sehe mehr so dass man mir vielleicht sogar den Content bereitstellt in meinem Team und ich das streue. Weißt, ich kann auch sehr gut delegieren. Ja. Das muss halt einfach ab einer gewissen Reichweite musst du auch gar nicht gewisse Sachen selber machen, was auch wichtig ist, weil sonst bist du, Englisch würde man sagen, exhausted, so erschöpft und ich bin jetzt auch Vater und ich wollte mich halt einfach mehr zurückziehen. So ein Restaurant nimmt sehr viel Zeit, auch Energie und ja, dort eine Spagatbalance zu finden, ist auch nicht immer einfach. Ja, ich bewundere das an dir, wie du wirklich so vieles Zeugs handhabst. Du hast jetzt sogar ein neues Buch rausgebracht, How to Social Media. Genau. Wir haben mega viele Leute, die uns zuschauen, die Jungunternehmer sind, die auch eine Mediaagentur aufbauen wollen oder sind dran. Ich bekomme auch sehr viele Phone-Calls über, hey, wie kann ich das, wie kann ich das. Es ist jetzt so ein bisschen auch ein Hype, oder? So Social-Media-Agentur zu gründen wollen vielleicht. Wie siehst du das? Eben Potenzial in diesem Business? Ich sehe es mega. Ah ja? Also Agenturen, Ja. die machen Geld wie Heu. Also wenn man es richtig macht und sich wirklich da dran setzt, dann kann man mit der Agentur viel, viel Geld machen. Und ich bin auf das Thema eingegangen im E-Book, genau. Also spezifisch auf Agenturen. Ja, genau. Ich habe sehr viele Leute in meinem Umfeld, die Agenturen haben. Auch Pärli, Best Friends oder einfach beste Kollegen und es gibt immer da draussen, weißt, kleine Unternehmen, grosse Brands etc., die keine Ahnung haben oder wo einfach jemand braucht, der den Content für sie macht. Genau. Ja, also das Buch, ich habe es durchgelesen, ich muss ehrlich sagen, es hat mega viel wertvolle Inhalte drin. Und man merkt, du hast es von Herzen geschrieben, um den Leuten etwas mitgeben. Genau. Das merkst du wirklich. Also ich habe das gemerkt am Schluss, wo du geschrieben hast, hey, das ist «Gebt nie auf». Ja. Weißt, und die Quotes, die du immer gebraucht hast von Elvis Presley oder die Autorin, weißt. Also mir ist wichtig, dass ich den Leuten nicht nur den Weg zeige, zum erfolgreich zu sein, sondern was es auch bedeutet, was es alles mit sich bringt, was man auch alles muss opfern und eben das Wichtigste ist, dass man seinen Traum muss beschützen. Genau, und das habe ich auch in diesem E-Book verdeutlichen. Ja. Und ich habe wirklich so viele Tricks drin oder Insider-Tipps, wo jetzt auch Creator zu mir gekommen und gesagt haben, Geil. Ich habe das nirgends gefunden, eine ChatGPT, eine Agenturen, wirklich so, es sind nicht viele Insider-Tricks, aber die Insider-Tricks, die ich drin habe, sind für mich persönlich Gold wert. Und also in der Premium kostet ja 99 Franken. Das ist nichts. Fair. Also für den Wert, wenn du nachher selber dran gehst, das Geld gibst du eigentlich nicht mir, das Geld gibst du dir selber eigentlich, weißt du? Investition. Genau, du investierst das in dich. Genau, und ich finde, ja, ich habe eine gute Arbeit geleistet. Ja, ich finde auch, also weil du siehst da, wir haben überall Bücher. Ich bin ein riesen Bücherratte. Ich habe sicher 500-600 Bücher gelesen. Ja, ich bin gerne der Bucherer. Ja, man sieht es ist eine geile Uhr. Also, ich habe meine auch heute angezogen. Ich bin gerne die Bucherin. Geil. Nein, und eben Bücher, ich sage auch immer, den Jungen, allen sage ich das, wenn du zuerst, bevor du irgendwelches Geld irgendwo investierst in dich selber, oder? Kauf die Kurs, kauf die Bücher, egal wie viel du ausgibst, es ist für dich, oder? Und ich muss das ehrlich sagen, bei dir habe ich das auch, wir selber sind uns jetzt ein bisschen am Aufbauen, unser Social Media Account und so, und ich habe dann 2-3 Tricks, die bei dir im Buch waren, sofort angewendet. So, weißt du, zum Beispiel das mit, wenn du... Musst nicht erwähnen, weil das ja, fair. Es hat mega gute Tools, auch zum Videos machen und Tricks. Also ich empfehle es jedem. Ja, danke vielmals. Nein, echt cool, was du gemacht hast da. Also wir gehen weiter. Jetzt, du bist grösser, deine Person und deine Persönlichkeit sind wirklich, also du hast eine grosse Stimme in der Schweiz.
Wie gehst du mit dem um? Es ist schwierig, immer gut mit dem können umgehen, weil ich bin halt immer noch jemand, der gerne seinem Content treu bleibt. Ich sage das sehr oft, sich selber treu bleiben, weil man kann sich auch verlieren, weißt du, in dem Ganzen. Und ich mache... Was ist denn das Verlieren im Ganzen? So? Ja, dass man halt einfach etwas macht, damit die Leute das halt einfach fühlen, weißt du. Sondern ich versuche halt auch manchmal, oder sehr oft jetzt in der letzten Zeit, gesellschaftskritische Themen anzusprechen. Jetzt zuletzt zum Beispiel mit der Kita. Ich versuche halt einfach wirklich auch die Stimme von der Gesellschaft zu sein. Und ich weiß halt, dass ich vielleicht manchmal auch Gegenwind bekomme, aber ich wollte das halt einfach ansprechen. Und das ist zum Beispiel etwas, ich halte einfach die Reichweite und ich nutze sie auch, genau für so Sachen. Wir sind jetzt auch mit dem Podcast am schauen, dass wir ein bisschen Kooperationen reinholen oder vielleicht Werbepartner. Aber ich wollte mich nicht zu sehr binden, weißt, an sie. Und da frage ich mich halt immer, was braucht es, um eine gute Kooperation eingehen? Stößt da sagen, wie du es gemacht hast? Also ich finde eben gerade das Gegenteil. Eigentlich solltest du dich an sie binden, weil die Langfristigkeit schafft auch Glaubwürdigkeit. Dann bist du auch authentisch. Aber wenn du von Marke zu Marke springst, dann kauft dir das auch niemand ab. Wenn du heute, eben, ich habe das schon mal gesagt, wenn du heute Werbung machst für Pepsi, morgen für Coca-Cola und übermorgen für Fritz Cola, dann denken sich Leute, okay, du machst es einfach für Geld. Ja. Genau, meine längste Kooperation ist 6 Jahre gegangen. Darum, und dort haben auch wirklich Leute dann auch geschrieben, hey, was kannst du mir dort empfehlen, etc. Weil ich sehe dich immer wieder dort genau, präsent. Und Wichtigste ist eben wirklich langfristige Kooperation an Bord holen und mit diesen Brands so transparent wie möglich zu kommunizieren, dass du interessiert bist an dem. Und wie würdest du vorgehen? Würdest du so ein Pitch-Deck machen oder einfach alle anrufen? Was ist dort der Wichtig? Also die Frage ist erstmal, für was willst du Werbung machen, hinter was kannst du stehen und was passt überhaupt zu deinem Content, zu dir als Person. Fühlst du das überhaupt und kannst du das überhaupt auch empfehlen? Und dann als nächstes natürlich Media-Kit etc., das Technische nachher und mit der Kooperation, also mit den Brands dann nachher reden, hey, wie können wir das am besten aufsetzen, was passt für euch, wie viele Content-Pieces, in welchem Umfang, wie lang, was ist das Budget, das wollte ich haben, das wollte ich nicht haben, Do's, Don'ts und einfach kommunizieren. Kommunizieren Also als Partner, oder? Genau. Wie mit der Freundin. Kommunikation ist auch und da, weißt du. Wenn du nicht kommunizierst, dann hast du schon verloren. Ja, das stimmt. Ehrlich und offen sein, gell? Das ist so. Definitiv. Ehrlich und auch kritisch. Aber so, ich meine, so die Leute, die ein kritisches Ohr haben, aber du kannst Kritik gut überbringen, dann lernst du auch etwas daraus. Also, weil jeder lernt ja. Ich meine, bei dir ist es ja auch so, du hast dich. Ich sehe den Deki vor 12, 13 Jahren, wie er angefangen hat und wo du jetzt da bist. Ich meine, es ist nicht so ein Weg so gegangen. Es ist so up and down, oder? Du hast immer dich selber müssen wieder finden und von deinen Fehlern lernen. Definitiv. Machst du das einfach automatisch oder schaffst du an dir tagtäglich? Ich schaffe jetzt nicht jeden Tag an mir. Das wäre auch mega anstrengend, weil wenn du jeden Tag an dir würdest schaffen, das heisst, du hast mega viel Fehler. Also, nein, ich lerne einfach aus meinen Fehlern und ich versuche das so schnell wie möglich halt mich anzupassen, oder? Und aus diesem Fehler halt etwas Positives zu gewinnen. Genau, und das vor allem, weißt du, was man da nicht vergessen ist, ich glaube, man wird erfolgreich durch seine Fehler und nicht durch den Erfolg. Das ist halt etwas, wo Leute gar nicht eigentlich checken. Verstehen. Weil du musst Fehler machen, um weiterzukommen. Weißt du, was ich meine? Und ich denke, das ist das, was mich halt ausmacht. Ja, das ist auch bei dir. Du hast ja von all diesen Memes, die du gemacht hast, hast du über 50% gelöscht und sind nicht gut gelaufen. Definitiv. Auch Videos. Ich habe viel mehr Videos gelöscht, als ich gepostet habe. Oder viel mehr Videos abgeändert oder doch gesagt, nein, komm, das ist nichts und halt wie verrumpelt und in Küder und ich habe sehr viele Konzepte daheim. Ich habe hunderte von Konzepten, weißt du, einfach so irgendwo liegen geblieben, auf dem Handy, Notizen, genau. Wie bist du so kreativ? Hey, ich habe das irgendwie einfach Infos. Ich habe das, glaube ich, auch von meinem Papi. Er ist ein sehr humorvoller Mensch. Ja. Und ich nehme halt wie ein Thema auf, ich sehe etwas und ich weiß, ich kann das mit dem Augenzwinkern überbringen und dann schaffe ich halt einfach an diesem Konzept. Gute Punchline und dann raus mit dem. Ja. Genau. Ja. Und viele Leute sagen, ich würde es an eine Ding erinnern, an einen türkischen Schauspieler. Inek Şaban ist ein Künstlerding so. Genau. Aber auch Gestik, Mimik.
Es ist alles, es führt alles dazu. Gesamtpaket, ja. Ich habe das schön gefunden, was du gesagt hast. Also jemanden zum Lachen bringen ist das Schönste, was es gibt, oder? Definitiv. Du bringst so viele Menschen zum Lachen. Ich glaube, das ist, du gibst und gibst und gibst und dann bekommst du das auch über. Also ist es eigentlich schön zu sehen, wo du bist, dank Comedy. Und würdest du mal, wir haben auch 2, 3 Comedier da gehabt, mega lustig. Würdest du auch mal wollen Comedy Stand-up machen, vor den Leuten zu Hey, stehen? das ist schon länger das Thema bei mir. Es ist halt einfach eine Zeitfrage. Also weißt du, auch ein Programm schreiben braucht sehr viel Zeit, sehr viel Geduld. Plus Stand-up ist für mich wie eine Königsdisziplin. Ah, Also nach Stand-up kommt für mich einfach nichts mehr. Weil wenn du dort erfolgreich bist, dann bist du wie so, dann kannst du wirklich auf die Schulter klopfen. Social Media kommt erst nach Stand-up ja. für mich. Weil du kannst Stand-up aufnehmen, wenn es nicht klappt, kannst du nochmal aufnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du kannst an dem nochmal halt ändern, ohne dass irgendjemand gesehen hat. Und Stand-up ist so wirklich, du gehst raus, entweder sie lachen oder sie lachen nicht. Fair, du hast genau direkte Feedback. Genau, du hast ein oder? direktes Feedback. Ja. Das ist halt für mich, also hat sehr viel Respekt verdient. Hast du das schon mal gemacht oder versucht? Ich habe schon sehr viel moderiert, tatsächlich. Okay. Habe da sehr viel Kompliment bekommen. Ich bin halt mega locker auf der Bühne. Und, aber gleich, das kannst du nicht vergleichen mit Stand-up. Aber ich fühle mich wohl auf der Bühne und ich könnte es mir schon vorstellen, Okay. irgendwann zu machen. Ja. Hey, ich freue mich mal, dich zu sehen als Stand-up-Comedian. Das wäre sicher lustig, ja. Du hast auch letztes Jahr hast du ja mal in einem Film mitmachen oder hast du mal mitgemacht? Nicht ganz. Also ich habe schon mal in einem Film mitgemacht, Ja. Nebenrolle. Beto hat das geheißen, genau. Und ich wollte meinen eigenen Film machen. Leider haben wir dort einen Schiffbruch gehabt. Okay. Und jetzt sind wir an einem neuen Drehbuch dran. Und wenn es gut kommt, werden wir das Jahr drehen. Genau. Cool, okay. Yes. Auch mit einem ganz neuen Titel, neues Team. Ja. Weil auch Film ist auch wieder so etwas ganz Eigenständiges. Das kannst du auch nicht vergleichen mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Es sind größere Linsen. Genau. Und es erfordert natürlich auch viel mehr Manpower. Das mache ich dann nicht ich allein. Genau. So, und wir sind dran. Damn, wie schaffst du das alles? Wie motivierst du dich? Hey, ich mache das nicht alles allein. Gell? Ich habe wirklich ein Team dahinter. Ich habe Leute, die an mich glauben, die an die Vision glauben. Genau, und alle zusammen. Ja. Wir hocken alle zusammen in einem Boot und wir rudern alle in die gleiche Richtung. Wenn einer jetzt hier wird rudern, einer dort, dann kommt es nicht gut. Ja, wie bei den 3 Plus, oder? Wo wir alle zusammen als Family agiert haben. Ich finde, das muss man da auch einfach sagen. Weißt, viele Künstler nehmen halt die Lorbeeren für sich bei größeren Projekten und sagen gar nicht, das war ein Team-Ding. Weißt? Auch viele Musiker, die Songwriter haben. Weißt? Fair. Ich meine, viele Leute wissen gar nicht, dass zum Beispiel Beyoncé oder so, Beyoncé hat für ein Lied vielleicht 10 oder 15 Songwriter. Leute wissen das gar nicht, aber denken sich, wow, Beyoncé hat das Lied geschrieben. Stimmt. Aber sind so viele Leute dahinter. Personen im Studio, Songwriter, etc. etc. Ja. Genau. Ja, aber nicht alle können das Licht, das Bühnenlicht handeln, oder? Das stimmt, ja. Es verändert auch Menschen, nicht? Es verändert Menschen oder sie brennen einfach aus. Aha. Genau. Wie lange denkst du, kannst du das noch durchziehen? Oder weißt du, so vor den Leuten stehen, vor den Medien? Hey, ich kann dir das gar nicht sagen. Also für mich persönlich ist es easy. Es ist so für mich mittlerweile, es ist wie ein Teil von meinem Leben. So. Es ist da präsent. Frage ist mehr so, wie lange ich das noch machen will, weißt du? Ja. Ich kann es dir nicht sagen, ich bin jetzt Jetzt bald bist du Familienvater. Genau, ich bin Gratuliere Familienvater. dir zu dem. Danke vielmals, ich freue mich mega. Ich Jetzt- fühle mich seit langem wieder lebendig. Wow, wirklich. Weil du bist halt immer am Machen und klar, du verdienst Geld etc., aber es ist jetzt nicht wirklich etwas, wo ich sage, wow, yeah, so cool, wieder ein Deal reingekommen. Natürlich, ich mache es mit Leidenschaft, aber jetzt das Ding ist so für mich wie, wow, es erfüllt mich so. Und das Kind ist noch nicht einmal da, weißt du, es ist so wie, es macht mich mega glücklich. Genau, schon dort haben mir Leute gesagt, hey Seki, du kannst zum ersten Mal, du kannst Family-Content machen. Du kannst der erste grosse sein. Ich denke, ich wollte das eigentlich gar nicht wie erzwingen. Wenn es sich sagt, okay, wenn nicht, ist auch okay. Und ich nehme es, wie es kommt. Wow, das ist mega schön, dass du das gesagt hast. Ja. Wie, gell, was bedeutet eigentlich das Leben am Schluss? Willst du einfach zufrieden sein, im Moment leben? Genau. All die Erfolge und all die Misserfolge bedeuten im Nachhinein nichts, wenn du nicht den Moment jetzt geniessen kannst, wo du im Jetzt bist. Und ich glaube, all das Lauten, wo du um
alle, die uns um uns haben, so, ich will das erreichen, den nächsten Bonus erreichen, das, dann lebst du irgendwo anders, aber nicht da in der Das stimmt, ja. Man rennt immer irgendetwas hinterher, wo man meint, das könnte ich jetzt noch glücklicher machen, aber es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so. Und das unterschätzt man auch ich glaube es auch bei dir, oder? Wo die Leute einfach denken, er ist vielleicht materialistisch oder so. Aber ganz ehrlich, so kommst du gar nicht so vor, wenn man dich richtig recherchiert oder mit dir zu tun hat. Aber weißt, ich hatte auch so meine Zeit gehabt, so vor 2-3 Jahren, wo ich wie das Gefühl hatte, ich müsste mir selber etwas beweisen, weißt? Sei es im Bereich Auto oder Schmuck etc. Klar, ich habe mir das auch alles erarbeitet und ich habe mir etwas gönnen. Und das ist wie so, ich muss mir das, weißt du, ich muss das jetzt holen, damit sich irgendetwas ändert. Aber es hat sich nichts geändert. Weißt, es geht genau so weiter. Richtig. So, weißt du, was ich meine? Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hart schafft, dann soll man sich auch etwas gönnen. Ferien oder was auch immer ist, kann ja jeder für sich selber definieren. Aber man soll sich nicht durch das definieren. Ja, genau. Ja, ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Du darfst dich zelebrieren, du musst dich auch zelebrieren, das motiviert dich auch. Definitiv. Und du, wenn du Ressourcen hast, dann kannst du auch geben. Du kannst noch mehr geben. Und ich glaube, im Geben, wenn du geben kannst, dann ist die pure Glücklichkeit drin. Definitiv. Die geben, sind einfach happy. Ohne zu erwarten, dass etwas zurückkommt. Das stimmt. Den Leitsatz habe ich von unserem Vater gelernt, der uns immer gesagt hat, Navin, ich brauche nichts von dir, nichts von deinen Brüdern, nichts von niemandem. Aber er gibt nonstop. Und irgendwie ist er mega happy und es geht ihm gut. Oder? Das stimmt. Hure spannend, so, wenn man einfach so kann sein. Ich finde auch deine Energie wirklich sehr ruhige. Ich bin mega ruhig im Fall. Das ist so cool. Ich bin ein sehr entspannter Mensch. Das tut mich gerade rein so. Leute erwarten von mir manchmal immer so, dass ich so ein Energy-Level so mega oben bin oder manchmal so wieder Videos. Oder sie haben eine gewisse. Aber ich bin privat ein mega entspannter Mensch. Ja. Genau. Tust du meditieren? Nein, ich bin einfach so als Mensch. Ja, aber ich kann sehr schnell umschalten. Wirklich? So in meinen Videos, wenn es darauf ankommt, jetzt zu acten oder halt einfach abzuliefern, dann bin ich gerade, also Tunnelblick aktiviert und ich gehe rein. Alright. Und dann lasse ich alles hinter mir und ich blende alles aus. Und ich mache das wie, ich kenne wenige Leute in der Schweiz, die dann so fokussiert sind wie ich. Ich bin ein sehr ambitiöser Mensch. Ja. Sehr, sehr ehrgeizig. Also ich beiß mich fest. So. Du bist auch ein sehr professioneller und du setzt mega auf Qualität. Oder? Von wo kommt das? Wieso? Weil ich glaube, das ist auch so, um jetzt nochmal zurückspulen von den Fehlern, die man lernt. Wenn du halt Schnellschüsse machst oder einfach Videos machst oder einfach Content ablieferst, wo du nicht selber kannst dahinter stehen, dann ist halt einfach für mich Trash. So, und du wirst dann halt nachher für den Content wahrgenommen. Und ich lasse mir halt lieber Zeit, ich investiere auch Geld in meine Videos, ich investiere ein bisschen in Qualität. Klar, heutzutage musst du das eigentlich nicht machen, aber ich bin so, ich nehme gerne die Zeit und ich bin cool mit dem. Ja, so. Das hebt dich auch ab, also das merkt man durchaus, oder? Bei deinen Videos, die du machst, zu deinem Restaurant, auch in deinem Buch, Qualität verhebt. Danke. Und ich glaube, du als Mensch natürlich auch. Also das kann ich nur sagen. Ich hätte noch 1000 andere Fragen natürlich, aber ich finde es so ein gemütlicher Vibe, weißt du, ich könnte jetzt einfach da chillen, ein bisschen reden, weißt du, Chai trinken. Yes. Ja, nein, ist schön. Zeki, wir haben noch ein kleines Geschenk parat für dich. Danke vielmals. Ja, und zwar für den kleinen Prinz. Oh, danke vielmals. Das ist, weil wir es auch vom Buch haben wir dir ein Buch schenken. Okay. Kannst du jetzt schon aufmachen? Kannst es gerne aufmachen, wenn du magst. Mega lieb. Also es wäre bei sich gar nicht nötig gewesen. Sehr gerne. Nicht so lieb. So schlecht schon ein Geschenk aufmachen und verpassen. Oh, danke vielmals. Sehr nice. Es ist genial. Es ist der kleine Prinz. Für deinen kleinen Prinz. Danke vielmals. Ich schätze, das bedeutet mir mega viel. Sehr gerne, wirklich von Herzen. Es ist, habe ich mega cool gefunden, weil es auf Schweizerdeutsch ist. Und du machst ja all den Content auf Schweizerdeutsch. Ja, das ist mega. Und das kannst du deinem Sohn dann irgendwann mal vorlesen. Unbedingt. Und auch für dich, ich habe das mega spannende Geschichte gefunden vom kleinen Prinz, weil es geht darum, es geht nicht um den Fame, es geht nicht ums Materialistische in seiner Reise, es geht wirklich um
die Herzlichkeit, um einfach immer den Mut, um machen, um weiterzukommen im Leben und einfach Glücklichkeit finden in all diesen Sachen. Und ich glaube, du bist auch so von einem kleinen Prinz zu einem King geworden. Also es ist auch, ja. Hey, ich habe die Geschichte sogar mal gelesen, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich habe sie auch schon mal gelesen. Und, also ich habe mich damals auch mega interessiert für die Geschichte. Und dass das jetzt so zurückkommt, so als bald werdender Vater, ist umso schöner. Genau. Oder der Alchemist. Der Alchemist ist auch etwa so. Ist genau etwa so, ja. Auch ein mega schönes Buch. Ja, schön. Genau. Cool, danke für mich. Sehr gerne, sehr gerne. Seki, danke vielmals von Herzen, dass du heute dir Zeit genommen hast, dass du da bist und uns und unsere Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen in deine Welt mitgenommen hast. Wir können sicher viel von dir lernen, vor allem auch in deinem Buch. Geht das kaufen, geht in seine Restaurants. Ich unterstütze eine Person wie dich, die seit 12 Jahren lang am Durchhasten ist und das Richtige macht. Und ich gönne dir alles von Herzen. Danke, dass du da bist heute. Danke vielmals für den entspannten Talk und das geile Outro. Bis dann. Bis dann und viel Spaß mit dem Kind. Danke vielmals. Danke, Seki, danke. Ciao, ciao.